zusammen, wie man ein Getriebe von einem Radlader baut, habe ich euch ja schon gezeigt. Heute zeige ich euch, wie man das Herzstück eines Funktionsmodells, den Empfänger, entsprechend konfiguriert und damit die Funktionen komplett ausreizen kann. Das Ganze mache ich anhand eines Radladers, denn da haben wir mehrere Motoren und LEDs im Einsatz. Ich verwende für Funktionsmodelle gerne einen Delta-Empfänger, und zwar den RX43. Den gibt es in verschiedenen Konfigurationen. Die D1-Version ist mit einem Motorausgang, die D2-Version mit zwei und die Version, die wir uns heute angucken, die D3-Version, hat 3 Motorausgänge. Ganz wichtig ist, bevor ihr euch die Konfiguration und so weiter anschaut, geht immer auf die Deltang-Seite und holt euch da das richtige Datenblatt. Also in dem Fall ist das ein 520er Empfänger, also die Softwareversion ist 520. Auf der Webseite dann auch immer die entsprechenden Dokumente dafür herunterladen oder sich anschauen. So, im Grunde genommen haben die Empfänger 3 Funktionen. Die haben P-Ausgänge, die haben H-Ausgänge und die haben F-Ausgänge. Diese Tabelle haben bestimmt einige von euch schon mal gesehen. Die kann man sich auf der Deltang-Seite anschauen. Wie gesagt, achtet immer darauf, dass sie die richtige Versionsnummer hat. Und dann schauen wir uns jetzt mal die ganzen Ausgänge an. Der H-Ausgang, das ist ein proportionaler Ausgang. Der geht in beide Richtungen. Den kann man zum Beispiel idealerweise zum Fahren verwenden oder für Sonderfunktionen zum Heben und Senken des Armes oder zum Beispiel um die Schaufel zu bewegen. Dafür ist der ideal geeignet. Der zweite Ausgang oder Ausgangsmodus sozusagen, das ist der F-Kanal. Der ist auch proportional, geht allerdings nur in eine Richtung. Das heißt, der wäre eigentlich ideal für Hubschrauber oder für Flugzeuge gedacht, weil wenn ihr den Hebel quasi in eine Richtung macht, fährt das Modell nur in eine Richtung. Wenn man den zurücklegt, passiert da nichts. Beziehungsweise man kann auch noch was anderes konfigurieren, das zeige ich euch aber später im Video. Warum ist jetzt der Ausgang oder diese Funktionsweise für uns interessant? Ich benutze den zum Beispiel für das Licht, weil gegenüber von den anderen Ausgängen, wie man hier sieht, kann der P-Ausgang nur 8 mA schalten und der F-Ausgang, beziehungsweise es sind zwei, F1 und F2, können bis zu 2 Ampere schalten. Das heißt, ich kann dann mein komplettes Licht von einem Mikromodell darüber schalten oder was ich auch schon gemacht habe, meine FPV-Systeme schalte ich darüber oder zum Beispiel auch ein Soundmodul. Und das kann man dann auf einen Schalter legen. Das wäre dann zum Beispiel an und aus, also 0% und 100% Licht. Das sieht man dann hier sehr schön. Bei mir sind nur die Tasten ein bisschen anders belegt. Ich mache jetzt mal hier das ganze Licht aus, dass man das schön sieht. So, die Blinker machen wir auch noch aus. So. Und jetzt haben wir quasi hier, das wäre zum Beispiel F1 und das hier wäre F2 und hier hinten sind noch die Arbeitsscheinwerfer mit drauf. Parallel dazu kann man was heißt parallel? Man kann den Ausgang auch dimmen. Das heißt, man könnte dann theoretisch entweder über ein Potentiometer oder über einen Knüppel könnte man dort auch noch Sachen realisieren. Das zeige ich euch auch später im Video. Bei meinem Amarok habe ich darüber zum Beispiel das Kurvenlicht konfiguriert bzw. realisiert. So, dann kommen wir uns zum nächsten Punkt. Das sind die P-Ausgänge. Davon hat der Empfänger mit der Version 1 8 Stück und was wir uns nachher genau anschauen, ist dann die Version 3. Die hat allerdings nur 4 Ausgänge, aber die sind auch aus meiner Sicht völlig ausreichend für so ein Funktionsmodell. Was kann ich mit einem P-Ausgang machen? Zuallererst kann ich den zum Beispiel für ein Servo konfigurieren. Das heißt, ich kann da das Servo anschließen. Das ist dann bei den Servos dann meistens das gelbe Kabel, darauf ist das Signal. Das braune ist die Masse und das rote ist der Strom. Das heißt, ich schließe dann die gelbe Leitung schließe ich an den P-Kanal an und dann habe ich dann, wie gesagt, darüber die Lenkung. Was ich allerdings auch noch machen kann, ist, ich kann an diesen Ausgang dann auch einen Fahrtenregler anschließen. Zum Beispiel ein Motor Tiny 2 oder bei Solexpert
gibt es ebenfalls noch externe kleine Fadenregler. So, was kann ich noch machen? Die nächste Konfigurationsstufe ist, ich kann darüber ein Licht schalten. Ich könnte quasi ebenfalls, wie ich das hier auch gemacht habe, ist das Licht schalten über den P-Kanal, kann dann allerdings nur 8 mA schalten. Was heißt nur 8 mA sind für unsere kleinen LEDs, in dem Fall sind es 0,6, 0,3 mit einem entsprechenden Vorwiderstand eigentlich nichts, weil ich nehme an, dass der jetzt, wenn ich das Licht komplett anmache mit den Widerständen, wird er vielleicht 2 oder 3 mA ziehen, wenn überhaupt. Wichtig ist, bei der Softwareversion 5.20 hat sich geändert, dass das Licht über einen Schalter geschaltet werden muss. Vorher war das so, dass man einen Taster oder was konnte man 2 Sekunden gedrückt halten, da ging das Licht an, hat man das wieder gemacht, ging es aus. Jetzt muss es über einen Schalter geschalten werden. So, was wir auch noch machen können ist, wir können auf den P-Ausgang ein Bremslicht oder einen Rückfahrscheinwerfer legen. Das habe ich bei dem Modell nicht realisiert, das fällt weg, aber ich habe noch Blinker realisiert und ein Blinklicht. Das läuft dann ebenfalls über die Taster. Die meisten Leute machen die Blinker zum Beispiel über den Knüppel hier links und rechts, aber das geht bei mir nicht, wie ihr seht. Da bewegt sich die Gabel. Ich habe das so gemacht, ich mache das hier über den Taster. Jetzt ist die Warmlinkanlage an und das wäre jetzt quasi Pin 5 und Pin 6. Oder wir bewegen den Taster nach oben und dann geht die Rundumleuchte an. Das wäre jetzt die Konfiguration 7 mit 0,5 Sekunden an, 0,5 Sekunden aus. So, ich baue das jetzt hier mal kurz um und bereite was vor und dann sehen wir uns gleich wieder und dann zeige ich euch, wie man die Listen richtig anwendet und dann werden wir den Empfänger entsprechend so konfigurieren, dass wir den Radlader darüber steuern können. Bis gleich! Willkommen zurück. Ich habe mal eine Kleinigkeit vorbereitet und zwar soll das unsere Funktionen des Radladers simulieren. Das hängt momentan an einem Labornetzteil. Das habe ich auf 4 Volt eingestellt. Wir haben den Empfänger, das ist der Motor für den Fahrantrieb, das ist der Motor für den Arm zum Heben und Senken und hier vorne die Funktion für die Schaufel. Die Lenkung wird durch ein Servo simuliert und die LEDs stellen die Lichtfunktionen dar. Ganz wichtig, dass man auch diese LEDs mit einem Vorwiderstand betreibt, damit der Strom entsprechend begrenzt wird. Bevor wir jetzt allerdings den Empfänger verwenden bzw. konfigurieren können, müssen wir diesen natürlich mit dem Sender erstmal binden. Wir suchen uns jetzt einen leeren Modellspeicher. Das ist übrigens bei jedem Sender etwas anders. Bei Spektrum ist die Vorgehensweise ähnlich. Allerdings sind da die Menüführung und so weiter ein bisschen anders. Müsst ihr einfach mal bei euch in dem Sender gucken, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier den Speicher Nummer 16 gewählt. So, ganz wichtig, dass wir jetzt das richtige Protokoll einstellen. DSM2 ist jetzt hier im Fall nicht die ideale Wahl, weil der Empfänger auch das DSMX-Protokoll verwendet. Das heißt, wir stellen ihn jetzt gleich auf DSMX. Dann eine weitere wichtige Funktion. Der Empfänger unterstützt 12 Kanäle, das heißt, wir stellen jetzt hier unten auch gleich die 12 ein. Und die Fix-ID, die habe ich hier auch gleich schon angepasst, weil wenn hier immer eine andere ID drin steht, haben wir auch die Möglichkeit des Model Matches. Das habe ich allerdings in dem Video, wo es um die Devo 7E geht, schon erklärt. Dann schalte ich jetzt mal den Empfänger ein. Dass sich dieser Motor jetzt mitbewegt, ist übrigens keine Fehlfunktion, sondern die P-Ausgänge sind zum Teil parallel geschalten zu den H-Ausgängen. Und jetzt wird halt auf dem P-Kanal, wo diese Status-LED übertragen wird, wird jetzt halt auch das gleiche Signal für den Motor übertragen. Jetzt klicken wir hier mal auf Binden. Jetzt sehen wir, jetzt läuft der Bindevorgang. Und wir haben den Empfänger gebunden. Das wichtigste Menü aus meiner Sicht in einem Sender ist immer der Channel Monitor. Jetzt gucken wir mal, was wir hier schon für Funktionen haben.
Wir geben also Gas und wenn ich das Gas zurücknehme, bewegt sich der zweite Motor. Das ist für mich ein Indiz. Dieser Motor hängt jetzt parallel mit dem Bremslicht. Jetzt gucken wir, was hier passiert. Das sind die Blinkfunktionen. Das ist auf Kanal 4. So, dann bewegen wir hier mal den Hebel. Das ist Kanal 1. Das wäre quasi Schaufel heben und senken. Das sieht doch schon gut aus. Und jetzt hätten wir hier die Lenkung. Die ist schon auf dem richtigen Kanal. Wenn wir jetzt allerdings mal hier hinschauen, wir lenken und die Kanäle oder beziehungsweise die LEDs leuchten parallel. Das bedeutet, das sind die zwei F-Kanäle hier, das ist F1 und F2. Die sind parallel zum Lenkservo, also auch auf Kanal Nummer 2. Und über diese Funktion habe ich übrigens bei meinem Amarok das Kurvenlicht realisiert. Ich lenke ein bisschen ein und das Licht dimmt. Dass die eine LED jetzt ein bisschen flackert, liegt daran, dass hier der Mittelpunkt nicht ganz erwischt wurde. Jetzt mache ich hier drüben das erstmal wieder aus, weil ich erzähle euch jetzt erstmal ein bisschen was noch über den Sender, was ganz wichtig ist. Um in diesen Konfigurationsmodus von dem Empfänger zu kommen, müssen wir, so ist zumindest in dem Video von David gezeigt, also vom Delta-Entwickler, die Knüppel nach innen legen. Das ist richtig, aber auch ein bisschen falsch. Je nach Konfiguration kann das auch eine andere Knüppelstellung sein. Deswegen habe ich vorhin erwähnt, nehmt einen neuen Modellspeicher, weil im Grunde genommen geht es darum, der Kanal 2 muss auf plus 100 ausgeschlagen werden und der Kanal 4 auf minus 100 in etwa. Wenn ihr jetzt keinen neuen Modellspeicher belegt, oder bei mir ist das ja auch öfters der Fall, dass ich die Funktionen komplett tausche, dass zum Beispiel das der Kanal 2 ist oder das ist der Kanal 2 oder. Kann es zum Beispiel sein, ich habe bei mir Modelle, um in den Konfigurationsmodus kommen, muss ich diese Knüppelstellung einnehmen. Und das ist natürlich, wenn man sich da nicht dran erinnert, erstmal sehr verwirrend am Anfang. So, also wichtig ist, ich mache mal den Monitor wieder an, wichtig ist Kanal 2 100 und Kanal 4 minus 99. Dann kommen wir in den Konfigurationsmodus. Also Kanal 2 und Kanal 4. Jetzt, um in den Funktionen dann weiterzuschalten, brauchen wir noch den Kanal 3. Das kommt jetzt auf den Mode drauf an. Bei einigen ist das hier. Jetzt sehen wir allerdings, das ist bei mir der Kanal 1. Das heißt, mein Kanal ist hier. Jetzt können wir nochmal reingucken. Ich glaube, der Sender läuft im Mode 2. Das sehen wir hier auch. Also Mode 2 ist Kanal 3 hier. Und bei Mode 1 ist der Kanal hier. Jetzt haben wir schon mal die grundlegenden Dinge. Jetzt zeige ich euch kurz, wie man in den Konfigurationsmodus kommt und danach gehen wir mal die Tabelle durch, wie wir das Ganze konfigurieren. Also, ich mache die Knüppel in die Mitte und schalte den Empfänger ein. Ihr seht, der blinkt ganz schnell und jetzt lasse ich die Knüppel los und jetzt blinkt er genau einmal. Zack. Und das macht er jetzt so lange, bis ich irgendwas mache. Auf meiner Webseite habe ich dieses Anschlussschema hinterlegt. Das kann man sich auch runterladen. Und da habe ich dokumentiert, wie ich den Delta konfiguriert habe, um dann den Radlader entsprechend steuern zu können. Als erstes schauen wir uns jetzt mal die H-Ausgänge an. H1, H2, H3. Und wenn wir jetzt uns nochmal diese Tabelle angucken, bedeutet das, wir werden uns die ganze Zeit in diesem rötlich gefärbten Bereich aufhalten. H1 wäre dann quasi einmal blinken für den H-Ausgang. Das Level, welchen H-Ausgang wollen wir konfigurieren, das wäre auch die 1. Wir möchten, dass der Motor in der Mitte stoppt. Das heißt quasi, ich fahre vorwärts und ich fahre rückwärts oder je nachdem, wie es konfiguriert ist. Dann in Level 4 geben wir den Kanal ein. Das wäre in unserem Fall Kanal 3. Und bei Kanal 5 sagen wir, wir möchten 0% Mix haben, denn hier kann man zum Beispiel auch Sachen machen, dass wenn man eine Panzersteuerung hat, dort gewisse Abhängigkeiten entstehen. Das heißt, unser Code wäre als erstes für den H1 1, 1, 1, 3 und 1. Das probieren wir doch jetzt gleich mal aus.
Ich lege das mal hier so hin. Und jetzt hoffe ich mal, dass man das dann noch ein bisschen erkennen kann. So. Also, Konfigurationsmodus. Halt, natürlich Sender einschalten vorher. Konfigurationsmodus. LED blinkt einmal. Das ist richtig. Wir wollen H1 machen. Ist auch richtig. Der soll einmal in der Mitte stehen. Ist auch richtig. Und jetzt ist es spannend. Er blinkt schon dreimal, das heißt, er ist auf Kanal 3. Das passt auch. Und jetzt sind wir hier. Der Mix ist 0%. Das passt. So. Und schon hätten wir Kanal H-Ausgang Nummer 1 konfiguriert. Das gleiche machen wir jetzt mit dem H2. Die LED blinkt. Wir gehen wieder. 1 ist richtig. Hier möchten wir jetzt H2 konfigurieren. Das heißt einmal nach unten. Die LED blinkt zweimal. 1, 2. Wir bewegen nach oben. Wir möchten, dass der in der Mitte aufhört. Ist das. Und jetzt ist es spannend. Jetzt blinkt er zweimal. Das heißt, das passt auch. Nach oben. Und hier machen wir auch einmal nach oben. So, bis jetzt war die Konfiguration also in Ordnung. Dann kommt jetzt der H3. Mal gucken, auf welchem Kanal der steht. So, H3, also das passt. Jetzt wollen wir hier die 3 haben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das passt auch. Center 1 kennen wir inzwischen schon auswendig. So, und jetzt steht er hier auch auf dem Kanal 3. Deswegen ist der und der parallel gelaufen. Ich habe mir Kanal 4 ausgesucht. Also Kanal 4. 1, 2, 3, 4. Wenn man da jetzt mal drüber hinaus, also quasi, wenn man sich da jetzt mal verzählt hat, man ist jetzt hier bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 und man möchte aber zur 4 entweder ausschalten und von vorne anfangen oder wir klappern jetzt so lange durch, bis wir wieder von vorne anfangen. Jetzt sind wir wieder bei 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jetzt sind wir hier wieder, die 1 passt auch. So. Und jetzt sollte, wenn wir den Hebel nach vorne bewegen, das ist unser Kanal 3. Das müsste Kanal 2 sein. Und jetzt haben wir noch den Kanal 4, das müsste jetzt der sein. Oder auch nicht, habe ich mich jetzt gerade vertan. Das ist der hier, das ist Kanal 4. Das können wir jetzt nochmal im Servomonitor überprüfen. Kanal 4. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, ihr seht schon, das zeige ich euch später auch noch, wie man das rauskriegt. Wenn ich den Knüppel nur ein kleines bisschen nach oben oder nach unten bewege, reagiert da schon der Fahrantrieb drauf. Hier drüben gehen jetzt noch LEDs dran, weil die ebenfalls auf dem Kanal 4 hängen. Aber das machen wir jetzt gleich im zweiten Schritt. Jetzt haben wir erstmal die H-Ausgänge. Also wie gesagt, das war jetzt unser Kanal 4. Das ist die Schaufel. Das ist unser Kanal 3. Das ist das Fahren. Und dann haben wir hier Kanal 2 ist der H2, was noch parallel zum Servo ist und noch parallel zu den F-Ausgängen. Die F-Ausgänge machen wir jetzt gleich als nächstes. Das heißt, jetzt sind wir hier in der blauen Tabelle. Wir müssen jetzt jedes Mal bis zur 2. Dann wollen wir den F1 bedienen, also 2, 1. Wir möchten nichts mischen, weil wir darüber das Licht steuern. Man kann darüber noch andere Sachen steuern, zum Beispiel auch Muskeldraht. Dann wird das parallel geschalten. Aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Wie gesagt, 2, 1. Dann machen wir hier die 1 drauf. Und als Kanal hatte ich mir ausgesucht Kanal Nummer 6. Und das konfigurieren wir jetzt einfach mal. Ich mache das jetzt hier mal so. Ich mache den Empfänger wieder aus. Konfigurationsmodus. So, wir müssen jetzt zur 2. Das sind wir. Dann wollen wir F1 konfigurieren, also einmal blinken.
Jetzt sehen wir schon hier, oh, jetzt haben wir eine Abweichung, der steht gerade da drauf, das wollen wir nicht. Wir wollen genau, dass er einmal blinkt. Ist also falsch. Das ist richtig. So. 1, 2, der hört jetzt also gerade auf Kanal Nummer 2, das ist nicht schön. Wir wollen, dass er auf 6 ist, also 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das passt. Nach oben. Die LED leuchtet. Jetzt ist die Frage, warum leuchtet sie schon? Weil die im Sender noch gar nicht konfiguriert ist. Jetzt müsst ihr dann, wenn das eine Spektrum oder ein anderer Sender ist, müsst ihr jetzt dann in dem Mischer, den Kanal 6, einen Schalter zuweisen. Bei mir geht das ganz einfach. Ich gehe hier drauf. Als Quelle sage ich jetzt Kanal 6. Machen wir mal den Schalter. Sehen wir, der Schalter wurde akzeptiert. Und wie wir sehen, das Licht geht an und aus. Jetzt gefällt mir das allerdings nicht, weil in der Position möchte ich, dass das Licht gerne aus ist. Das heißt, ich drücke hier mal ganz kurz drauf. Ich habe ein Ausrufezeichen davor. Die ganze Kurve ist invertiert. Ich speichere das Ganze und schon ist hier der F-Kanal drauf. Weil wir gerade so schön dabei sind, machen wir jetzt gleich den F2 auch noch. Jetzt gehe ich hier wieder aus dem Menü raus. Wir machen die Knüppel wieder in die Mitte. Blink, blink, blink. Wir wollen zu F2. Zweimal blinken. Passt. So. F1 ist schon fertig. Jetzt wollen wir F2 machen. Das heißt, wir brauchen zweimal blinken. 1, 2. Passt. Jetzt blinkt er wieder dreimal. Das ist natürlich falsch. Wir wollen eine 1 haben. 1. Jetzt blinkt er hier wieder zweimal. Das ist falsch. Wir wollen nämlich das Licht auf Kanal 7 haben. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist richtig. Hebe nach oben und fertig. Die LED leuchtet ein bisschen. Wir gehen hier wieder in den Mixer, nehmen Kanal 7, bewegen hier wieder einen Schalter. Das heißt, als Quelle wird jetzt wieder dieser Schalter genommen. Ich speichere das ab, aus, an. Und jetzt haben wir schon unsere ersten Funktionen hinterlegt. Die H- und F-Ausgänge haben wir jetzt erfolgreich konfiguriert. Dann schauen wir uns jetzt mal die P-Ausgänge an. Die machen wir jetzt in einem fertig. Und im Anschluss zeige ich euch dann noch, wie man die Schalter konfiguriert. Denn das Rundumlicht und der Warnblinker, die gehen nämlich dann hier auf einen 3-Positionsschalter bzw. auf einen Taster, weil die Schalter für fürs Licht sind ja schon belegt. Das zeige ich euch aber im Anschluss, weil das ist ein bisschen kompliziert und wir machen jetzt erstmal die Konfiguration des Empfängers fertig. Das heißt, wir schauen jetzt nach, dass das P1, das Servo, soll auf Kanal 1 gehen. Wie gehabt, wir schalten den Sender ein. Das dürftet ihr jetzt schon fast aus dem FF können. Der blinkt. Wir brauchen die 1, weil wir wollen ja P1 konfigurieren. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in den P-Modus. 1, 2, 3. Zack, jetzt sind wir hier. Wir wollen den P1 konfigurieren. Dann sagen wir, das soll ein Servo bleiben. Das passt auch. Aber jetzt kommt gerade eine Änderung. Das ist auf Kanal 2 und wir haben ja gesagt, wir wollen Kanal 1. Das heißt, ich mache jetzt hier, das ist zweimal, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 1. Und jetzt müsste das genau einmal blinken. Das ist richtig. So. Das heißt, wenn ich jetzt den Hebel nach oben mache, jetzt lenkt das Ganze. Dass die Lenkung jetzt gerade auf der Bewegung ist, werden wir später auch noch ändern. Aber das bleibt jetzt erstmal so. Das zeige ich euch im Anschluss dann. Dann gehen wir gleich über zu P2. Wir gehen wieder in den Konfigurationsmodus. Dann dreimal. 1, 2, 3. Ihr merkt schon, manchmal muss ich auch noch mitzählen. So, jetzt sagen wir hier, wir wollen P2 haben. 1, 2. So, und jetzt wird spannend. Der ist jetzt bei 5 Mal.
Das bedeutet, das ist gerade ein Blinker. Wir machen daraus eine Rundumleuchte, also die 7. 6, 7 hätten wir jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das passt. Und als Kanal hatten wir uns ausgesucht die 5. Das ist gerade die 4. So, jetzt ist 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt. Sind wir auch fertig. Auf P3 habe ich jetzt die Blinker gelegt. Da habe ich beide auf einen, weil sonst die Kanäle nicht ausreichen. Dann gucken wir mal, ob auf P3 wirklich die Blinker sind. Das heißt, hier müssen wir jetzt wieder auf die 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1 rüber. Hier wollen wir P3 bearbeiten. 1, 2, 3. Passt. Das ist auf der 6. Das passt, das ist ein Blinker. Aber was wir jetzt noch ändern, ist der Kanal. Und da gehen wir auf den Kanal Nummer 8. Der steht jetzt auf Kanal Nummer 4, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der letzte Punkt dieser Konfiguration ist die Aktivierung bei der Lenkung, weil wir haben ja die Möglichkeit, wenn der Blinker eingeschaltet ist, wenn wir lenken, dass der wieder, sobald wir in die Neutralstellung gehen, der Blinker automatisch wieder ausgeht. Und das wäre jetzt in dem Fall, ist da jetzt hier der Kanal 2 konfiguriert, was bei uns der Motor wäre. Ich würde das jetzt trotzdem auf das Lenkservo setzen. Ich verwende das zwar nur als normalen Blinker, als Warnblinker, Entschuldigung, aber trotzdem haben wir dann die Referenz, dass da keine Probleme gibt. Und der blinkt jetzt hier schon einmal, das heißt einmal ist in Ordnung. Wir machen das nach oben und das passt. So, jetzt müssen wir noch den Rückfahrscheinwerfer konfigurieren, das wäre der P4. Das heißt, wir haben dann hier die 3, die 4, die 4. Dann müssen wir gucken, der Motor zum Fahren, das war Kanal 3. Und zum Schluss müssen wir noch sagen, wollen wir als Bremslicht oder als Rückfahrscheinwerfer verwenden. Und dann machen wir da die 2 draus. Okay, das kennen wir ja schon. Wir machen das an. So, wir müssen in die 3. 1, 2, 3. So, jetzt haben wir gesagt P4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, das war sogar aufs Rundumlicht. Das machen wir jetzt auf die 4. Das heißt, die 7 ist falsch. Das ist die 1, die 2, die 3, die 4. 1, 2, 3, 4. Das passt. Auf welchem sollst du hören? Auf die 3. Das ist jetzt auf die 1, 2, 3, 4. Kanal 4 ist nicht so gut. Das heißt, jetzt müssen wir hier erstmal komplett durch, bis wir alle 12 Kanäle durch haben. Jetzt sind wir bei 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3, 4. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt irgendwie einen Fehler gemacht habt, so wie ich, weil ich habe jetzt wieder getrieft, dann macht ihr einfach den Strom weg und dann fangt ihr nochmal von vorne an. So, wir sind jetzt wieder bei der 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Das ist falsch, wir brauchen ja die 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2 und 3. 1, 2, 3. Das ist richtig. Und jetzt fragt er uns noch mit Blinken. Einmal blinken wäre Bremslicht, das wollen wir nicht. Wir wollen den Rückfahrscheinwerfer, das heißt zweimal. 1, 2. So. Jetzt gucken wir mal. Da wäre jetzt der Rückfahrscheinwerfer. Das wäre rückwärts fahren. Vorwärts passiert nichts. Also ist der schon richtig konfiguriert. So, damit wäre jetzt eigentlich der Deltang soweit konfiguriert. Und wie gesagt, wenn ihr mal einen Fehler gemacht habt, einfach den Empfänger vom Strom trennen und dann funktioniert das auch wieder.
Jetzt habe ich euch ja schon gesagt, wir haben jetzt die H-Ausgänge, die F-Ausgänge und die P-Ausgänge konfiguriert, aber das Rundumlicht und der Warnblinker, die gehen jetzt auf zwei Kanäle, den Kanal 5 und den Kanal 8, und den müssen wir jetzt hier nochmal etwas separat konfigurieren, damit wir die auch ansteuern können. Wenn ihr die nur auf solche Knüppel legt, ist das alles kein Problem. Ich zeige euch mal, wie das geht. Also das Rundumlicht, das ist P2, das haben wir hier auf Kanal 5. Das sollte, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, P2 ist das obere Licht. Ich mache das jetzt nur mal, um euch das zu zeigen, auf den Knüppel. Das heißt, ich wähle jetzt im Modellmenü den Mixer aus, wähle den Kanal 5 aus und sage hier als Quelle den Hebel. So, und wenn ich den jetzt entweder in die Richtung habe, muss man jetzt gucken, wie rum es ist, fängt das an zu blinken. Das ist jetzt allerdings unpraktisch, wenn man das Rundumlicht immer darüber steuert, wie man den Knüppel bewegt. Jetzt machen wir es erstmal wieder aus. So, wir machen das jetzt etwas anders, und zwar setzen wir jetzt hier einen komplexen Mischer drauf. Insgesamt, weil unser Taster hier oben, der hat 3 Positionen, oder der Schalter besser gesagt, also brauchen wir auch 3 Mischer. Und jetzt müssen wir für jeden dieser einzelnen Mischer Positionen definieren. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf die Seite 1. Als Schalter bewege ich den jetzt mal nach oben, und hier ist es ganz wichtig, dass ihr die Position gedrückt haltet. Weil ihr seht, jetzt würden wir die Nullposition definieren, also die Mittelstellung quasi, nach oben halten, und dann mache ich das immer nach unten. Das kann ich loslassen, Replace passt auch. Als Quelle nehmen wir wieder den Schalter. Und jetzt haben wir überall das A0 drin. So, hier machen wir draus 1:1 und Scale 100 passt. Jetzt haben wir die erste Seite konfiguriert. Jetzt nehmen wir die zweite Seite. Da definieren wir den Nullpunkt. Das heißt, wir nehmen jetzt hier, das ist die Mittelstellung quasi. A1, das passt. Hier nehmen wir auch die Mittelstellung, das passt auch. Aber wir sehen schon, dass der Wert nicht passt. Das ist hier oben Scale 100. Wir brauchen hier eine 0, damit das eine Nullstellung ist. So, die haben wir jetzt auch konfiguriert. Und jetzt gehen wir da oben in die Seite 3. Da sagen wir jetzt Schalter nach unten zum Beispiel. Wichtig ist gedrückt halten und das machen. So, und jetzt machen wir hier nicht Scale 100, sondern hier kommt jetzt Scale minus 100. So, jetzt speichern wir das Ganze. Ihr habt es gehört. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze erstmal im Channel-Monitor an, ob wir richtig gearbeitet haben. Wir haben Kanal 5, er steht schon mal auf 0. Das ist doch schon mal gut. Wenn wir ihn nach unten betätigen, haben wir die minus 100. Und wenn wir ihn nach oben betätigen, die plus 100. So, jetzt gucken wir mal. Wenn wir den jetzt 2 Sekunden gedrückt halten, geht die Rundumleuchte an. Und wenn wir das wieder gedrückt halten, geht die Rundumleuchte aus. Und das Ganze machen wir jetzt auch noch mit dem Warnblinker. Und das wäre der Kanal Nummer 8. Jetzt gehen wir hier wieder raus, gehen wir in das Modellmenü, in den Mixer, gehen auf Kanal Nummer 8, machen hier das gleiche, machen hier wieder ein komplexes draus, machen die 3, sagen Seite 1, Switch ist nach oben, Replace ist jetzt hier auch nach oben, Expo, zack, machen wir wieder 1:1, Scale können wir so lassen. So, die 2, sagen wir wieder Mittelstellung, Mittelstellung, das machen wir auf 0. Ich habe jetzt allerdings gerade die Vermutung, dass wir das gleich invertieren müssen, weil sonst beide Sachen in die gleiche Richtung eingeschaltet werden. Aber das gucken wir uns jetzt gleich durch. So, die Seite Nummer 3 machen wir. Das machen wir jetzt nach unten. 2. Auch nach unten. 2. Machen wir hier drauf. Scale minus 100. So, wir speichern es. So. Jetzt gucken wir wieder im Transmittermenü.
Channel Monitor Kanal 8, minus 100, plus 100, das funktioniert. Jetzt gucken wir mal, wenn das nach oben geht. Ist es an, ist es aus. Und damit haben wir jetzt eigentlich unseren Radlader konfiguriert. So, wir haben hier drauf das Fahren. Dann haben wir hier drauf die Schaufel auf, die Schaufel zu. Hier drauf ist jetzt Arm heben. Und hier drauf ist Lenken. Das gefällt uns noch nicht, das ändern wir gleich noch. Wir haben hier ein Licht. Wir haben dort das zweite Licht. Wir haben die Rundumleuchte. Und wir haben nach oben den Warmlenker. Das ist jetzt nur eine LED. Wie ihr im Schaltbild seht, seht ihr aber die beiden. So. Jetzt ändern wir noch die zwei Knüppel. Das heißt, das war einmal der Kanal Nummer 1 und das ist der Kanal Nummer 2. Die werden jetzt getauscht. Wir gehen jetzt in das Modellmenü, gehen in die Mixer, gehen jetzt hier auf die 1 und die 1 war jetzt quasi in die Richtung. Wir bestätigen das. Und jetzt sehen wir, jetzt ist das parallel. Wir lenken und heben. Ja, das ist aber in Ordnung. Und jetzt gehen wir auf den Kanal 2 und bewegen hier den Hebel. Und schon haben wir hier drauf das Heben und Senken und hier drauf ist die Lenkung. Jetzt haben wir ja die Funktion getauscht. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal hier in den Channel Monitor gehen, ist jetzt unser Kanal 2 nach oben. Jetzt haben wir aber vorhin gelernt, dass wenn ich in den Konfigurationsmodus, ich mache es jetzt hier mal kurzzeitig aus, wenn wir jetzt hier in den Konfigurationsmodus möchten, den Knüppel nach innen und den Knüppel nach innen. Jetzt seht ihr aber hier, das ist jetzt plötzlich Kanal 1. Das heißt, wenn ich jetzt in den Bindemodus möchte, habe ich jetzt hier meine minus 99 und jetzt brauche ich hier Kanal 2 auf 100. Das heißt, mein Bindemodus wäre plötzlich die Position. Und deshalb meine ich, oder finde ich es sehr ratsam, wenn man für die Konfiguration des Delta-Empfängers immer einen neuen Speicher macht. Was nämlich auch noch mit da reinspielt ist, das hier in dem Fall wäre jetzt ja mein Arm, mein Heben und Senken. Wenn ich jetzt zum einen jetzt geht es mal in den Kanal Nummer 2. So, zum einen kann man den jetzt invertieren. Das heißt, jetzt ist nicht Arm heben und senken in der einen Position, sondern von mir aus ist jetzt das ist das Heben und das ist das Senken. Wenn wir jetzt wieder im Transmitter-Menü uns anschauen, ich weiß, ich switche jetzt hier oft hin und her, jetzt haben wir das invertiert. Wir hatten gerade gesagt, das und das war meine Position für den Bindemodus. Nicht für den Bindemodus, für den Konfigurationsmodus. Wenn ihr jetzt aber euch anschaut, jetzt haben wir minus 100 und 100, jetzt müssen wir den Hebel plötzlich nach unten machen. Ich denke mal, die meisten von euch, oder eigentlich alle, verstehen, worauf ich jetzt hinaus will. Das heißt, wenn ich die einzelnen Kanäle ändere, dann komme ich später nicht mehr in den Konfigurationsmodus. Und sowas geht ja noch. Wenn ich jetzt allerdings beim Kanal 2, was man ja auch gerne mal macht, den Weg begrenze, wenn ich jetzt hier ins Modellmenü gehe, in das Mixermenü und sage jetzt hier, ich habe jetzt hier nicht mehr 150, sondern ich mache jetzt mal, das ist ja auch keine Seltenheit, dass man einfach von der Geschwindigkeit sagt, das ist jetzt nur ein Drittel des Weges. Und wenn ich jetzt wieder in das Transmittermenü gehe, dann habe ich jetzt hier wieder meine 100, aber hier plötzlich habe ich jetzt nur noch 55. Und selbst, das ist jetzt positiv und negativ. Und wir können jetzt mal gucken, ich halte das jetzt hier mal so, zack und zack. Und der geht nicht mehr in den Konfigurationsmodus. Da kann ich jetzt machen, was ich möchte. Und deshalb, wenn es Probleme gibt, immer erstmal in dem Channel Monitor gucken, ob die Ausschläge in Ordnung sind oder. Und das ist auch die Konfiguration, was ich vorhin oder ganz am Anfang des Videos gesagt habe. Ich habe bei mir manche Modelle, da muss ich den Hebel so bewegen, damit ich in den Konfigurationsmodus komme, weil ich halt die Kanäle entsprechend angepasst habe. Was ich hätte wahrscheinlich ganz am Anfang mal erwähnen sollen, ist, dass meine Devo ja nicht mehr so ganz standardmäßig aussieht. Das ist mir leider jetzt erst am Ende des Videos aufgefallen, weil ich mich da schon so dran gewöhnt habe. Unter anderem habe ich ja die 3 Positionsschalter nachgerüstet. Das sind allerdings nicht nur 2, sondern das sind 4, wie ihr seht.
Und ich habe noch 2 Potentiometer nachgerüstet. Das geht allerdings nur, wenn ihr auf der Platine einen Prozessor umlötet und dann noch über den Bootloader eine komplett andere Firmware aufspielt. Der Vorteil ist aus meiner Sicht, wie gesagt, ihr habt noch 2, 3 Positionsschalter mehr und ihr habt 2 Potentiometer. Und da habe ich mir sogar welche eingebaut mit Nullpunktstellung. Das heißt, ich kann zum Beispiel über eine Seilwinde, kann ich da nochmal extra Funktionen steuern. Und wie zum Beispiel beim Radlader, da habe ich hier noch meine Zusatzfunktionen mit drauf und. Also es ist aus meiner Sicht ein schöner Gimmick. Aber wie gesagt, man muss halt dafür, dass man die Funktionen nutzen kann, eben den Prozessor umtauschen. Ein Vorteil davon ist auch noch, ich kann in der Anleitung verschiedene Sprachen wählen. Hier zum Beispiel auch Niederländisch oder auch Deutsch. So, und damit ist meine Devo jetzt auf Deutsch. Das habe ich zum Glück am Anfang gleich umgestellt, weil sonst kämen von euch die ersten Kommentare, warum ist deine Devo auf Deutsch? So, das wäre es jetzt eigentlich. Jetzt sind wir so gut wie durch. Einen Tipp habe ich am Ende noch. Bei den Deltang-Empfängern sind immer solche kleinen Tütchen dabei mit kleinen Zetteln. Ich mache das so, wenn ich mir für ein Fahrzeug den Empfänger konfiguriere, dann schmiere ich mir hier einfach drauf, zum Beispiel F1 ist jetzt hier das Rundumlicht, habe mir hier sogar noch meine Widerstände mit drauf, F2 ist das Licht, dann habe ich hier H1 ist der Kipperantrieb, dann Kipperanhänger ist der H3, wenn ich das hier richtig sehe, dann habe ich hier nochmal ein Motortiny verbaut, hier habe ich das Standlicht, das Arbeitslicht und hier auf der Rückseite habe ich auch nochmal ein paar Konfigurationen einfach zusammengeschrieben. Und damit ihr auch wisst, um welches Modell es sich handelt, hole ich das jetzt nochmal schnell ins Bild. Ich lade das mal schnell. Ich greife mal nach rechts. Das ist dieser Kipper. Den haben vielleicht die einen oder anderen von euch schon gesehen. Ihr seht den jetzt zwar nur von oben. Ich schalte den mal ein. Moment. Und darüber habe ich dann zum Beispiel jetzt muss ich immer erstmal ein bisschen gucken. Hier ist mein Arbeitslicht. Ich mache das mal so. Das ist zum Beispiel das Arbeitslicht. Dann hier drüber habe ich gesagt, sind die Rundumleuchten. Dann habe ich hier, muss ich mal gucken, genau das ist mein Licht. Das ist das normale Licht. Dann habe ich da das große Licht. Und über die Taster habe ich einmal vorne kippen und einmal hinten kippen. So. Und was man dann hier auch noch sieht, ist das Bremslicht. Ich mache das jetzt mal hier so ein bisschen. Einmal die Rückfahrscheinwerfer und dann das Bremslicht, die parallel zum Motorausgang geschaltet sind. So. Und was ich hier jetzt allerdings gemacht habe, ist, das wäre vielleicht auch noch was, hier ist jetzt der Blinker wirklich nur noch auf dem Knüppel und der Warnblinker müsste dann in der Richtung sein, wenn ich das ein bisschen länger gedrückt halte. Falsche Richtung. Die wurden invertiert. So, da haben wir jetzt die Warnblinker, auch schön am Anhänger beleuchtet und macht einfach einiges her an so einem Modell. Ja, der Kleine macht richtig Spaß. Ich weiß, den gibt es so im Original nicht, aber im Modellbau sind ja der Fantasie, wie man so schön sagt, keine Grenzen gesetzt. Und wenn man dann die Mulden noch drauf packt, kann man dann schon einiges mit wegfahren. So, das war es jetzt auch schon. Was heißt auch schon? Mal gucken, wie lange das Video jetzt geworden ist. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Und falls ihr noch kein Abo auf meinem Kanal habt, setzt ein Abo drauf. Und guckt doch ab und zu nochmal auf meine Webseite. Da gibt es regelmäßig neue Updates. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!